So, willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video für unsere normalen Aktien. Wir werden heute darüber reden. Geht FuelCell noch immer nach oben? Was macht Bad Bath & Beyond? Was macht Saba? Hat FFAE noch immer eine Chance für einen Squeeze? Ist NIO fertig mit seinem Pullback? Wie schaut es gerade mit Webull aus? Und natürlich reden wir über Highcroft Mining und Plug. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode für das Ganze. Das Erklärvideo hänge ich wieder am Ende des Videos. Oder ihr sucht einfach nach der Playlist Fractal Method auf meinem Kanal. Gut, na dann fangen wir mit FuelCell an. So, wie ich immer sage, für mich ist FuelCell eins der schönsten Fractals, die ich zu bieten habe. Zweitschönste ist Plug, das werden wir uns heute auch noch anschauen. Aber für FuelCell, die IPO, meiner Meinung nach, ist in seinem B gestartet. Kommen wir noch dazu. Das A sehen wir nicht, weil versteckte Daten sozusagen. In 2000 im September haben wir unser Allzeithoch bekommen, dann Low High, Midpoint runtergeknallt, rauf wieder zu unserem T, unserem Last Time to Sell und dann zu unserem, wo ich ziemlich bestätigt dafür bin, zu unserem Allzeitlow. Der nächste Move, wann auch immer wir unten fertig sind, wo wir gleich darauf zurückkommen, ist für unser nächstes großes A wäre hier bei 880 und unser großes B bei 20.000. Wie ich aber auch immer sage, ohne einen Forward Split kommen wir hier nicht drauf. Wenn wir keinen Forward Split machen, dann ist diese Linie hier und vor allem diese Trendlinie hier unsere Linie, die wir nicht brechen werden. Ja. In dem Fall werden wir hier rejecten und nach unten knallen. Ja. Für unser mittleres Tracking bedeutet das, wir haben schon unser A gemacht. Unser B wäre bei entweder 55 oder bei 160, komme ich auch gleich dazu. Und dann werden wir hier so sideways gehen, bevor wir raufgehen. Deshalb habe ich auch gezeigt, dass FuelCell in seiner IPO hier gestartet ist. Ja. Das Gemeine an der Sache ist, wir tracken den Move zu diesem hier. Das wäre unser $163 bis $80 Move. Das wäre aber noch immer nicht unser B-Peak. Unser B-Peak ist erst hier. Und bevor wir ins Microtracking reingehen, dieser Move hier hat 7 Jahre gedauert. Das hier ist eine Wiederholung vom Fractal. Und die Wiederholung vom Fractal ist immer größer und länger. Bedeutet, das hat 7 Jahre gedauert. Das könnte 14 Jahre dauern. Sage ich nur. Interessiert uns dann aber, glaube ich, eh nicht mehr. Okay, na dann. Oh, und bevor wir ins Microtracking springen, wir wären meiner Meinung nach jetzt gerade hier. Ja, just saying. Okay, na dann springen wir ins Microtracking. So, hier wieder unser Allzeitlow am 7. Mai 2025. Seitdem haben wir ein Higher Low gemacht, was beendet wurde am 20. August. Perfekt in einem V/A und unter der 0.786 Linie. FIB Retracement. Nachdem, genauso wie ich gestern bei DGT gezeigt habe, haben wir ein kleines Micro-Higher Low gemacht, was auch in einem V/A geendet ist und ich könnte sogar annehmen, ja, auch unter der 0.786 FIB. Und in dem Moment, wo wir hier fertig waren, sind wir ausgebrochen. Perfekt in Richtung unserer T-Linie bedeutet das Ganze hier ist einfach nur unser A. Dieses A nimmt man wieder die FIB von unserem Low zum Peak.
perfekt fast auf den Punkt genau gebounced auf 0.618. Somit Pullback fertig. Danach haben wir ein kleines Higher Low, das kleine Higher Low zu diesem A gemacht, haben wir in After Hours beendet mit einer Candle, wo wir sofort gebounced sind, die auch unter der 0.786 ist. Perfekt. Dann sind wir schon gebounced. Das ist unser kleines A in meiner Meinung, weil hier perfekt auf 0.5 FIB gebounced sind und ab jetzt geht es nach oben. Bevor wir zu wohin gehen wir und bevor wir, wie schaut der nächste Move aus und bevor wir zu Levels gehen. Nein, ja, Entschuldigung, es ist schon 4:30 in der Früh. 4 Levels. Alles über 10.87 Dollar ist bullish. Alles über 12,38 und es gibt keine Alternative mehr. Sollten wir hier runterbrechen und sollten wir unter 7,26 fallen, ich habe es schon versucht, ich habe leider für diese Aktie keine Alternative. Ich habe sie einfach nicht. Okay, unser nächstes Ziel ist und bleibt noch immer, ist noch immer in dieser Range hier. Ja, hier ist unser M. Das bedeutet irgendwas von 166 zu, wollen wir nicht übermäßig werden, 40, 50 Dollar. Ich sage aber, wie ich vorher schon gesagt habe, das wäre noch immer nicht unser B-Peak. Ja, unser B-Peak wäre noch immer erst hier. Ja, und deswegen habe ich auch gesagt, das kann locker Jahre dauern. Ja. Der Vergleich dazu, weil wir haben sogar einen, ist und bleibt noch immer 2019, 2020. Also linke Seite hier auf dem vierstündigen Chart ist noch immer jetzt. Hier auf dem vierstündigen Chart rechts ist Juli oder Juni 2019 bis Oktober 2020. Das ist unser T-Landmark. Und hier sieht man wunderschön, wir haben unser Wie gemacht. Wir haben unser Wie gemacht. Wir haben ein wunderschönes High-Low. Wir haben ein wunderschönes High-Low. Wir sind ausgebrochen. Nee. Das ist sogar zu groß gegriffen. Hier. Wir sind ausgebrochen. Ausgebrochen. Auch hier. Wunderschöne FIB. Von hier nach hier. Wunderschöner Ausbruch. Ausgebrochen. Pullback. Haben dieses große High-Low gemacht. Das wunderschöne große High-Low. Dieses wunderschöne große High-Low. Und ich habe ja auch in den letzten Videos gesagt, Bestätigung wäre eine Gap-Up. Jetzt ist aber die Sache, wir sind meiner Meinung nach schon ein bisschen zu hoch für das Gap-Up. Ich habe auch in den letzten Videos gesagt, wir werden dieses Gap-Up vielleicht nicht sehen und der Move ist einfach doing, während die Börse offen ist und wir gehen einfach rauf. Sollten wir jetzt wirklich schon hier sein, ja, nächste Move ist einfach rauf zu 166 bis 60 Dollar. Ja. Die einzige Alternative zu, wir haben keine Gap gesehen, aber wir wollen eine Gap sehen, bedeutet, dass wir noch nicht hier sind, sondern dass wir gerade erst hier sind. Ja. Also November 2019. Bedeutet aber trotzdem, das ist noch immer bullish, weil dieser Move bringt uns auf jeden Fall trotzdem zu 40, 50 Dollar. Ja. Heißt nur dann, wenn wir das machen, ja, also in dem Fall, schau mal, wie weit wird man raufgehen? Ja, in dem Fall irgendwas 30 bis 60, ja, 30 bis 50 Dollar. Und nachher werden wir trotzdem noch diesen Pullback sehen und dann kommt erst der große Move. Alles in allem trotzdem ein wunderschönes Fractal und es schaut verflucht bullish aus. Und dazu sei auch noch gesagt, wenn man jetzt irgendwie Fundamentals, wenn einem die wichtig sind,
Diese Firma produziert Fuel Cells, eine Energiecompany. Somit, die gehen eigentlich nie bankrott. Okay, nächstes ist NIO. So, auch für NIO, ich habe den kompletten Chart aufgeräumt, einfach nur damit man es besser sieht. Für die Übersicht ganz kurz. NIO hat meiner Meinung nach in seinem großen Fractal A begonnen, um ganz genau zu sein, in seinem M. Ja, und das L und das C muss man sich vorstellen. Nachher ist es dann zu seinem Allzeitlow gefallen. Was ist das? 27. September 2019. Seitdem bis 7. April 2025, das ist einfach nur unser B. Ja? Was perfekt oder halbwegs perfekt, aber noch immer in der Nähe von der 0.618 gebounced ist und nicht unter die 0.786 gefallen ist. Somit perfekt. Und dann haben wir schon unseren Ausbruch. Also im Großen und Ganzen, ja, für das komplette Überstehende, komplett rausgesummte Fractal, unser nächster großer Landmark ist unser großes C, was auf jeden Fall über unserem Allzeithoch liegen muss. Also auf jeden Fall über 67 Dollar. Ja, wie weit? Keine Ahnung. Für das Nähe-Tracking, für unser mittleres, wo wir gleich reinzoomen werden, wir haben unser A schon gemacht. Unser nächstes Ziel ist unser B bei 16 und dann geht es schon zum Allzeithoch. Na gut, dann zoomen wir hier mal rein. So, hier die Zoomed-In-Version. Ja. Hier ist unser B-Low am 9. April 2025 wieder. Wir haben ein perfektes Higher-Low gemacht, haben dann sogar 2 kleine Micro-Higher-Lows dazugefügt und dann hatten wir schon unseren Ausbruch, sind über die Trendlinie gefallen, perfekt, sind in die Nähe von unserer T-Linie gefallen, perfekt, somit ist das unser A. Und jetzt gibt es wie immer 2 Versionen. Version Nummer 1 ja, ist noch immer dieselbe, die ich schon in den vorigen Videos gehabt habe. Und das bedeutet, wir brauchen noch immer unser V under A. Und unser V under A ist hier bei 4,38 Dollar. Also wir brauchen zumindest 4,37 Dollar. Ja? Oder wir machen gleich einen ganzen Breakout-Retest. Bedeutet, wir würden hier runtergehen und dann geht's ab. Ja? Für Version Nummer 2 ändert sich nicht viel, außer einer Sache. Hier hat unser T angefangen. Ja? Und technisch gesehen ist dieses T fertig. Und normalerweise ist der Pullback von unserem A entweder eine 0,5 oder eine 0,618. So, wir sind jetzt in der Mitte drin. Somit, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wir müssen hier drunter, sondern ich muss auch akzeptieren, dass wir hier raufgehen können. Ja? Bevor ich den Vergleich zur Vergangenheit ziehe, zu den Levels, wenn wir raufgehen, alles über 5,80 ist bullish. Alles über 7,54 Dollar und es gibt keine Alternative zur Downside anymore. Gibt es einfach nicht mehr. Punkt, aus, fertig. Und klarerweise sollten wir unter 4,47 gehen. Ja gut, dann gehen wir die paar Cent noch zu unserem V&A hier unten. Ja. Wie gesagt, nächstes Level ist 16. Ja. Und danach, wenn wir es 1:1 nehmen, würde das dann so ausschauen. Das wäre dann unser B. Dann machen wir einen 0,5 Pullback. Und dann geht schon rauf zum Allzeithoch. Ne? Für den Vergleich, weil Fractals wiederholen sich ja immer. So, hier der Vergleich. Links noch immer die Jetztzeit auf dem 4-stündigen Chart. Rechts auf dem 24-stündigen Chart Dezember 2020. Auch hier, wir kommen von unserem T,
Wir kommen von unserem T. Wir machen sogar den gleichen Move. Runter, rauf, Knife, Knife. Dann haben wir hier unseren wunderschönen Bounce. Machen hier das perfekte High-Low. Brechen aus der Trendlinie, aus der Trendlinie, machen unser A und fallen hier runter unter die 0,618 Pip von unserem Allzeitlow. Deswegen tendiere ich noch immer mehr zur Version 1, wo wir wirklich hier nur ein ganz kleines Stückchen drunter müssen. Ja, aber wir reden hier von was? 15, 20 Cent? Nicht viel. Wenn wir das wirklich 1:1 wiederholen, was danach ausschaut, egal ob wir jetzt noch ein bisschen runtergehen oder jetzt schon marschieren, würde ich noch immer sagen, wir müssen noch ein kleines Micro-High-Low hinzufügen. Ja. Also würde das dann so ausschauen, ja, und nachher geht es dann schon steil nach oben. Ja. Weil nachher, das ist unser Move zu C. Ja. Und im Großen und Ganzen, das bedeutet, unser Move zu C auf jeden Fall über Allzeithoch. Ja. Und dazu sei gesagt, es ist eine elektrische Autofirma, somit es gibt auch bullisches Tracking für Tesla. Ich würde also annehmen, weil mein Tracking für Tesla ist irgendwas 600-700 Dollar dieses Jahr. Wenn Tesla seinen Ausbruch kriegt, marschieren die anderen elektrischen Car-Maker auch immer. Also die perfekte Story dafür. Schauen wir mal. Schaut auf jeden Fall super aus. Gut, weil wir gleich bei elektrischen Fahrzeugherstellern sind. Nächstes ist FFAI. Auch hier ein bisschen aufgeräumt. Im Großen und Ganzen kleines, ich meine, man sieht hier nicht viel von der IPO. Ja. Das Interessante wäre, dass dieses kleine Scheißding hier wahrscheinlich wirklich das hier darstellen wird. Ja. Schaut interessant aus, aber das ist nur Spekulation. Das Allzeithoch in FFAI war am Februar in 2021, seitdem Lower High Midpoint T. Unser Allzeitlow war am 21. April 2025. Fürs nächste große Tracking wäre unser A bei 153 und unser B bei 4.000, 5.000. Wie auch bei Fusel, ich bin sehr davon überzeugt, $5.000 pro Aktie, nein. Ohne Forward Split kommen wir hier nicht hinauf. Ja? Sollten wir keinen Forward Split machen, dann wird diese Trendlinie hier, also 153, das höchste Top sein, was wir kriegen. Wir werden nicht drüber brechen, wir werden hier rejecten und sterben, falls wir keinen Forward Split bekommen. Unsere nächsten mittleren Ziele sind für unser A bei 5 und für unser B bei 11, 12 und dann unser Hauptziel irgendwo hier. Und wie ich auch immer sage, ich gehe nicht davon aus, dass dieser Move mit Pullback stattfinden wird, sondern wie in der Vergangenheit einfach nur gerade Linien nach oben sein wird. Weil wenn FFAE sich bewegt, dann bewegt sich es auf jeden Fall verflucht schnell. Okay, na dann gehen wir mal ins Microtracking. Fürs Microtracking, ihr könnt froh sein, ich habe nur noch 2 Versionen. Die bullische, wir sind fertig. Die bärische, noch nicht. Fangen wir mit Version 1 an, mit der bärischen Version. Bedeutet, im April 2025 war unser Low. Wir haben ein perfektes großes High-Low gemacht, was am 17. November beendet war. Mit perfekt meine ich perfekt, weil es war unter der 0,786. Es war unter dem V&A. Perfekter kann man sich nicht vorstellen. Und seitdem haben wir ein kleines High-Low und noch ein High-Low gemacht. Sache ist die,
Ich hasse doppelte Böden. Ja. Und das hier war ein doppelter Boden. Somit, für die bärische Version, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, sollten wir unter 99 Cent fallen, dann war dieses Peak hier einfach nur unser T und dieses ganze Higher Low ist noch nicht fertig und wir müssen zumindest einen Cent oder einen halben Cent, weil wir sind schon sehr tief, unter 94 Cent. Ja. Also wir müssen hier drunter. Wir dürfen allerdings 83 Cent nicht brechen oder berühren. Sollten wir 83 Cent brechen oder berühren, dann ist das ganze Ding falsch. Wir werden ein neues Allzeitlow machen und dann müssen wir erst das Higher Low machen. In dem Fall dauert das Monate mindestens. Das wollen wir also nicht sehen. Für Version 2, fürs Bullische, zu der ich noch immer mehr tendiere, bedeutet das einfach nichts anderes als, das hier ist ein Micro Higher Low, genauso wie bei DGT zum Beispiel oder bei Fusel. Und das hier ist ein Micro Higher Low. Ich weiß, es hat einen doppelten Boden gemacht. Allerdings muss ich eins dazu sagen, wer weiß. Ja, weil TradingView ist nicht so gut im Zeigen von diesen klitzekleinen Moves. Ja, ich meine, wir können hier reinzoomen, ja, aber das kann jetzt ein doppelter Boden sein oder diese Candle ist hier genau $1,0000001 höher. Das kann TradingView nicht. Somit, wer weiß. Für das bedeutet es aber nichts anderes als, wir dürfen diese Linie nicht brechen und ab jetzt geht es nach oben. Ja. Bedeutet für Levels, ja, alles über 1,33 ist bullish. Alles über 1,68 und meiner Meinung nach sind alle Alternativen nach unten weg und wir gehen nach oben. Ja. Und alles darüber werden wir meiner Meinung nach nicht mehr sehen. Jetzt zu dem Vergleich zur Vergangenheit. Ja. Den ersten Vergleich, den ich habe, weil das wiederholen sich ja immer, hier auf der linken Seite noch immer die Jetztzeit auf dem zweistündigen Chart, hier auf der rechten Seite der vierstündige Chart im Dezember 2024. Und auch hier sind wir von unserem T gefallen, haben unser Low gemacht, haben ein perfektes Higher Low drangehängt, und in dem Fall sind wir dann auch dieses bescheuertes nach zur Seite gehen, das wäre genau das hier. Und dann haben wir eine ziemlich signifikante Candle gemacht. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht müssen wir das nicht machen. Kommen wir gleich dazu. In dem Fall sollten wir diese Candle machen. Ihr seht, sie ist unter dem Higher Low. Bedeutet das wahrscheinlich irgendwas hier in der Richtung, 3,25. Danach, wenn man sich das anschaut, es ist einfach nur ein großes Higher Low, weil es unter der 0,718 ist. Bedeutet, auch hier werden wir dann, wenn wir das machen, wahrscheinlich hier runterfallen und dann kommt erst der große Move. Das ist ein ziemlicher Arschloch-Move, sage ich gleich. Weil in dem Fall müsst ihr euch das nur mal vorstellen für Leute, die das vielleicht nicht tracken. Die sehen doch nur, wow, wir gehen nach oben. Wow, meine Aktien, meine Optionen sind extrem hoch. Dann donnert man und, ach scheiße, ist vorbei, ich verkaufe. Und erst danach kommt der große Move. Es ist ein richtiger Arschloch-Move, ganz ehrlich. Aber er ist schon zweimal vorgekommen. Nächstes ist hier April 2024. Selber Move. Wir kommen von unserem T, machen unser V, machen ein Higher Low, marschieren wieder sideways, massive Candle. In dem Fall eben noch größerer Arschloch-Move, weil diese Candle ist über dem Allzeit hochgegangen. Also auch in dem Fall irgendwas 45, irgendwas hier.
Und auch hier würden wir dann wieder runterfallen unter die 0,718. Genau wie hier. Ja. Und auch hier wieder der größte Arschloch-Move, den es gab, weil ganz ehrlich, da haben alle gejubelt, da, ach Gott, scheiße, es ist vorbei. Und dann kam das hier. Also, ich sehe eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir das wiederholen werden. Ja. Nur Vorsicht in beiden Fällen. Ja, weil ich höre es bei manchen schon rattern. Ey, perfekt. Dann spiele ich Calls hier, verkaufe meine Calls hier, warte bis es runterfällt, kaufe erneut für den großen Move. Oder, ja gut, ich warte lieber ab, bis wir da oben sind und wieder runterknallen und kaufe dann hier. Deswegen sage ich Vorsicht. Es ist jetzt zweimal passiert. Das heißt nicht, dass es nochmal, diese eine Candle nochmal passiert. Was ist? Wir schießen hier auf, kommen nur ganz wenig runter und kriegen dann den großen Move. Ihr habt es da verkauft. Was ist, wenn ihr wartet auf den Pullback, aber der kommt nie? Vorsicht. Ja? Trotz allem, ich bin noch immer der Meinung, es schaut super aus. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass wir die nächsten Moves. Mein Timeline war noch immer 12. Jänner bis 18. Februar. Ja? Und entweder 18. Februar ist der Start oder schon das Top. Meiner Meinung nach. Schauen wir mal. Kein finanzieller Ratschlag natürlich. Okay. Nächstes ist Bull. So, eigentlich nur ein ganz, ganz kurzes Update, weil es gibt hier nicht viel Price Action. Zwei Versionen. Die bullische und die bearische. Wir fangen mit der bearischen an. Das wäre Version 1. Bedeutet, dieses Fractal ist noch nicht fertig. Ja? Bedeutet, 21. November war nicht unser W. Wir brechen unter 7,64 und suchen ein neues Allzeitlow. Dann müssen wir erst wieder ein Higher Low machen und dann geht es nach oben. Ja? Das ist die bearische Version. Ja? Version 2, die bullische Version. Bedeutet, dieses Fractal ist fertig. Ja? Wir hatten unser Allzeithoch im April 2025, dann unser LMT, sind runtergeknallt zu unserem Boden am 21. November und unser Higher Low danach wurde beendet am 21. Jänner. Ich sage auch dazu für die Transparenz, früher habe ich das hier als unser Ende für unser Higher Low getrackt. Ja, nur wir sind hier tiefer gefallen. Somit kann das nicht sein. Somit war dieser kleine Hump einfach nur unser T. So, also im besten Fall ist dieses Higher Low jetzt fertig. Und was machen wir jetzt? Das Einzige, was wir jetzt noch machen, wie bei DGT und bei so vielen anderen Aktien, wir machen jetzt noch ein kleines Micro-Higher Low. Ich bin allerdings der Meinung, dieses kleine Micro-Higher Low ist noch nicht fertig. Ja. Ich gehe noch immer davon aus, dass wir hier drunter müssen. Ja, also 7,73 bouncen, dann geht es nach oben. Ja. Wenn nicht für Levels, ja, bedeutet das, alles über 8,74 ist bullish. Alles über 9,29 und meiner Meinung nach gibt es keine Alternative mehr nach unten. Ja. Unsere nächsten Levels nach oben bedeutet eigentlich nur, unser nächstes großes A ist bei 18,28 und unser großes B bei 33. Ich gehe nicht wirklich davon aus, dass wir große Pullbacks hier sehen werden, bevor wir zum Allzeithoch gehen. Einfach nur deswegen, weil die IPO auch ziemlich schnell nach oben gegangen ist. Ich sage jetzt nicht, dass wir das machen, weil jede Wiederholung ist größer und langsamer.
Allerdings, es wird halt doch sowas sein. Ja, aber ich gehe nicht von den normalen 0.5 Pullbacks aus. Ja. Ist nur ein kurzes Update, weil es gibt einfach nicht mehr dazu zu sagen. Wir haben nicht viel Price Action. Es ist doch eine sehr junge Firma. Ich habe ja immer gesagt, eigentlich, ich möchte nichts unter einem Jahr tracken. Aber ich gehe mal davon aus, dass die News für das sein wird, ein China-Deal mit Amerika. Weil das ist ein chinesischer Broker. Schauen wir mal, was passiert. Nächstes ist Bed Bath Beyond. Auch für Bed Bath Beyond habe ich ein bisschen aufgeräumt, einfach nur damit es übersichtlich ist. Ich habe leider noch immer 3 Versionen für das Ganze. Fangen wir mit der an, die für mich derzeit am unwahrscheinlichsten ist. Das wäre Version 1, die unwahrscheinlichste. Das bedeutet, dass dieser Peak hier einfach nur unser T war. Dieses Fractal noch nicht beendet ist und wir hier runterknallen müssen. Bedeutet, neues Allzeit-Low, dann machen wir erst das Higher Low, dann gehen wir erst nach oben. In dem Fall wäre dann unser nächstes Ziel 15, 14 Dollar, 15, 16 Dollar für unser A und 36 Dollar für unser B und dann Allzeit hoch. Ja. Bedeutet auch, dass fürs Micro-Tracking dieses letzte Peak hier einfach nur unser T war. Ja. Wie gesagt, ist einfach nur eine Alternative. Version 2. Da sagen wir, sehe ich das zu 40%. Bedeutet, das hier ist nicht unser A, sondern das ist noch immer unser Higher Low. Ja, also das Ganze. Ja. In dem Fall, muss ich auch dazu sagen, wäre das hier noch immer unser T. Weil in dem Fall müssen wir noch immer hier drunter. Noch immer unter 460 und dann können wir marschieren. Ja. Dem gebe ich 40%, weil ich kann das Bullische nicht übersehen. Für Version 3, zu der ich zu 60% tendiere, bedeutet das, unser Higher Low war hier. Das hier ist schon unser A. Ja, wir sind in der Nähe von der T-Linie. Das ist unser A. Wenn wir näher hineinzoomen, unser A endet ja immer in einer 0.5 oder einer 0.618. Wir sind hier perfekt gebounced und ab dem Moment geht es nach oben. Ja. Noch immer das gleiche Ziel. Unser A ist somit schon fertig. Unser nächstes Ziel wäre also 36. Dazu wäre nur eine Kleinigkeit noch zu sagen. Und zwar, das hier könnte noch immer ein kleines Micro-Higher Low sein. In dem Fall hätten wir hier schon den Peak von diesem Micro-Higher Low gesehen. Bedeutet, wir können hier noch immer runtergehen. In dem Fall 5,90. Solange wir hier bouncen in dieser Area hier, ist es noch immer nicht die bärische und wir können hier nach oben marschieren. Ja, ich sag's nur. Für Levels, bevor wir zum Vergleich gehen, alles über 9,69 und die bärische Alternative nach unten ist meiner Meinung nach weg. Wäre auf jeden Fall bullish. Alles über 12,66 und die bärischen Alternativen sind auf jeden Fall tot. Meiner Meinung nach. Okay, dann schauen wir uns schnell die Vergleiche dazu an. So, für den Vergleich. Links 3-Stunden-Chart, noch immer jetzt. Rechts 4-Stunden-Chart, allerdings 2020 im März. Auch hier sind wir von unserem T runtergefallen. T runtergefallen. Hatten auch hier diesen kleinen Bounce. Hier den kleinen Bounce. Haben hier unten diesen doppelten Boden. Ich meine, jetzt war es ein Higher Low gemacht. Perfekt. Ausbruch, Ausbruch, Pullback, Pullback. Wir wären demnach jetzt gerade hier. Ja? In dem Fall würde das dann wahrscheinlich so ausschauen, wenn wir es 1:1 machen. Was man auch dazu sagen kann, wenn man ein bisschen runter geht im Timeframe,
sieht man hier ein wunderschönes M oder ein W. Selbe, was man hier sieht. Ja. Wenn wir also bullish sind, der nächste Move ist halt das hier. Ja. Bedeutet, wir knallen nach oben. Dazu sei aber auch eins gesagt, das ist leider derselbe Grund, warum man auch bearish sein kann. Ja. Weil wenn man hier ein bisschen raus, nein, das wollte ich nicht, wenn man hier ein bisschen rauszoomt, dann hat man halt leider auch 1:1 die 100%ige Bestätigung, warum es bearish sein kann. Ja. Weil wir kommen von unserem M, knallen runter, kommen wieder hoch, machen ein M oder ein W. Ja, ja, kommen runter und machen einen kleinen Bounce. In dem Fall wären wir halt jetzt gerade im 6. März 2020. Ja. Bestätigung dafür meiner Meinung nach ist ein Gap Down. Ja, wenn wir hier einen Gap Down sehen, wissen wir, machen das hier. Und das ziemlich schnell. Sehe ich noch nicht. Bei einem Gap Down weiß ich es. Ja. Dazu sei aber trotzdem gesagt, das wäre ein Allzeitlow. Auch dazu gesagt. Ich glaube aber noch immer, das würde Bad Buff und Beyond nicht umbringen. Das hier unten wäre dann der perfekte Buy-in für den nächsten Move. Das wird allerdings, das könnte schon ein paar Wochen, Monate dauern. Schauen wir mal. Wie tief es gehen würde, ja, also wir müssen auf jeden Fall ein neues Allzeitlow machen. Also irgendetwas unter 2,53. Ja, irgendwo hier unten. Schauen wir mal. Okay, nächstes ist High Cost Mining. So, ich habe ja immer gesagt, auch in den vorigen Videos, wenn ich falsch liege, werde ich das zeigen. Ich laufe davor nicht weg. Ich werde da sitzen, werde sagen, ich lag falsch und ich werde es auch immer wieder zeigen und werde es weiter tracken. So, für High Cost Mining, ich lag falsch. Ja. Der erste Fehler war, ich dachte, hier war unser A und dann dachte ich, hier war unser A, also unser Top. Ja, eindeutig nicht. Somit, ich lag falsch. Passiert. Ich gehe aber noch immer davon aus, dass wir noch nicht unser großes A haben. So, nächstes Level. Wir haben hier eine Gap zwischen 67 und 50, nein, und $60. Ja? Dieses rote Kastel hier. Mittlerweile bin ich der Meinung, wir werden dieses füllen. Ja? Ich bin noch immer der Meinung, das wird unser Top sein. Und danach bekommen wir unseren 0.5 Pullback. Warum auch immer. Dilution News, Gold Crash, keine Ahnung. Wenn wir hier oben sind, ich gehe noch immer davon aus, dass wir dann hier runterknallen zu 10. Dann gehen wir wieder nach oben. Ne? Hat sich nichts geändert. Auch wenn man das Symmetry Play noch immer mit einbezieht. Ja? Ich habe es nur viel zu klein angesetzt, aber das bedeutet einfach nur, man nimmt diese Pass-Pattern bis zu der Hälfte und flippt sie nach rechts und liest von rechts nach links. Ja? Der schaut noch immer absolut perfekt aus. Ja? Schauen wir mal. Ja? Ich meine, meine Puts sind jetzt mittlerweile schon tot. Ist eindeutig klar, aber ich gehe noch immer von dem Top aus. Und eins sei auch noch dazu gesagt. Wenn man sich das anschaut, was ist denn das? Für Leute, die es nicht wissen, das wäre ein perfektes Cup and Handle. Ja, das ist ein Pattern, ein ziemlich bekanntes. Wenn wir das machen, für Leute, die es schon wissen, können sich schon vorstellen, was ich als nächstes zeige. Für Leute, die es nicht wissen, wie tradet man ein Cup and Handle? Man zeichnet das Cup and Handle. An dem Punkt hier passiert dann, man nimmt von der Mitte bis zum unteren Low und setzt das hier an.
Falls wir das machen, keine Ahnung, was Highcraft Mining in seinen Gebieten und in seinem Berg findet. Vielleicht Aliens, vielleicht die größte Goldader, die es gibt, aber das wäre Wahnsinn. Schauen wir mal. Ne? Aber das schaut noch immer bullish aus wie blöde. Okay, gut. Nächstes ist Plug. So, auch hier, ich habe komplett aufgeräumt, einfach nur damit es übersichtlicher ist. Und ich habe schon am Anfang bei FuseCell gesagt, FuseCell ist für mich das schönste Fractal, was ich habe. Plug ist das zweitschönste, meiner Meinung nach. Für die Übersicht, Plug hat seine IPO im letzten Run zu seinem Allzeithoch 2000 gestartet. Das B und das A müssen wir uns vorstellen, weil das sehen wir nicht. Dann von seinem Makro-C ist es runtergeknallt zu seinem Allzeitlow im März 2013. Seit März 2013 bis Mai 2025 war einfach nur das High Low. Ich habe allerdings zwei Versionen. Wir fangen wieder mit der bärischen an, also Version 1 bedeutet, dass dieses Higher Low noch nicht fertig ist. Bedeutet, dieser letzte Peak am 29. September 2025 war einfach nur unser T und wir müssen noch immer runter. Wie tief? Bedeutet, wir müssen noch immer runter, sagen wir, ja, eigentlich haben wir es, 45 Cent. Wir müssen zu 45 Cent runter, dann bouncen wir, dann geht es zu unserem großen A. Sehe ich noch nicht, aber als Alternative. Ja. Für mein Main-Tracking ist dieses Higher Low von Februar 2013 bis Mai 2025 beendet. Passt. Perfekt. Und unser nächstes großes Ziel ist unser A, was auf jeden Fall über $76, also höher als das Higher Low, sein muss. Gut, na dann gehen wir mal ins Micro-Tracking. So, hier herangezoomt, hier ist unser Mai 2025, unser Higher Low Ende. Und leider, ich weiß, manchmal übertreibe ich es mit den Versionen. Ich sehe hier noch immer leider zwei Versionen. Wir starten wieder mit der bärischen. Mit der bärischen Version bedeutet, das hier ist unser Higher Low. Wir sind noch immer unter der Trendlinie, macht Sinn. Und das ist noch immer unser Higher Low. In dem Fall wäre das aber nicht fertig. Und wir müssen hier unter $1,03. Und dann können wir marschieren. Ja? Sehe ich noch nicht ganz richtig, aber ich würde dem Ganzen zumindest 30% geben. Dann wäre dieser Peak unser T und wir stürzen ab. Für Version 2, für die bullische, ist halt das kleine Fuzzi hier unser High Low. Und ihr wisst, ich mag das nicht, aber schaut nicht schlecht aus. Bedeutet, das hier ist unser A. Ja? Und unser A bounced ja immer auf der 0.5 oder auf der 0.618. Hier, perfekter Bounce. Wir haben hier auch schon unser kleines Higher Low gemacht. Das hier wäre schon unser kleines A, weil es perfekt gebounced ist bei der 0.618. Bedeutet einzig und allein die Sache, wir sind jetzt auf unserem Weg zu unserem B. Das ist bei $3. Und eigentlich sind wir auf dem Weg zu unserem großen B bei 13,43. Somit für Levels. Wenn wir $3 brechen, ist das bullish. Wenn wir über 4,75 brechen, ist die bärische Alternative und welche auch immer tot. Wir gehen nach oben. Wenn wir nach oben gehen, unser B ist hier. Also wir werden dann hier hinaufgehen. Es kann auch ein bisschen höher sein, 15 oder sowas. Es muss nur in der Nähe von dieser Linie sein. Dann nehmen wir einfach den Boden von unserem A. Und das wäre dann unser Pullback-Target. Und dann geht es erst recht nach oben. Und wie ich vorher schon gesagt habe, unser nächstes Ziel ist auf jeden Fall über
dem Higher Low Peak, also über 72. Und dann kann man sich noch überlegen, ganz ehrlich, das ist erst unser Makro A. Das bedeutet, es kommt da noch ein B und noch ein C. Ich meine, wir müssen dann irgendwann einen Split machen, ja, aber das Ding schaut super aus. Ja. Und es ist eine Energiefirma, ja, die produziert Fuel Cells und Hydro Cells oder was auch immer. Die gehen eigentlich nie bankrott. Das Ding schaut wunderschön aus. Und ihr könnt es auch selber probieren zum Tracken, weil das ist extrem einfach zu tracken. Okay. Letztes ist Saba. So, das schlimmste Play ganz am Schluss. Ich sag's auch immer gleich dazu, das ist wirklich ein 100%iges Risk-Play. Vielleicht sogar 200%iges Risk-Play. Ja. Es ist eine Bio-Company und ich sage euch, wenn ihr einsteigt, wenn das Tracking falsch ist und wir gehen doch in die bärische Richtung, ihr kommt nicht daraus. Aber warum schauen wir es uns an? Einfach nur allein deswegen, weil es immer dasselbe macht. Wir bekommen einen Peak, einen Gap Down, gehen sideways, Gap Up. Peak, Gap Down, sideways, Gap Up. Peak, Gap Down, sideways, Gap Up. Peak, Gap Down, sideways, Gap Up. Ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Ja? Und fürs Tracking derzeit, wir haben dieses Fractal hier beendet. Wir hatten einen Peak, auch hier ein Peak, Gap Down, sind sideways gegangen. Wir tracken also jetzt für den Gap Up. Hier allerdings 3 Versionen. Wir fangen mit der geschissensten an wieder. Das ist Version 1, die bärische. Bedeutet, wir sind noch nicht angekommen bei unserem Low. Bedeutet, wir wären jetzt gerade hier. Ja, das ist der nächste Move. Das wären die nächsten 6 Monate. Und irgendwann Juni, Juli hätten wir die nächste Chance für den Gap-Up. Dazu sei gesagt, man könnte jetzt fundamental argumentieren, in den letzten Wochen und Monaten hat der CEO und der Stellvertreter massiv Aktien gekauft. Warum sollten sie das tun, wenn wir jetzt noch runterknallen? Sei dahingestellt. Version 2. Version 2 bedeutet, unser Allzeitlow war der 10. April. Seitdem machen wir unser Higher Low. Aber dieses Higher Low wäre noch nicht fertig. Ja. In dem Fall ist hier unser A, hier unser B. Bedeutet, wir müssen noch immer hier drunter zu 1,46 $ und dann können wir marschieren. Ja. Mag ich nicht ganz so, außer dass das in der Nähe von der 0,5 ist. Und wenn man jetzt den A-Boden zu unserem BP geht, ist es ein perfekter 0,5. Das ist der einzige Grund, warum ich diese Alternative habe. Fürs Bullische ist noch immer das unser A und das unser B. Das wäre Version 3. In dem Fall sind wir fertig. V an der A ist beendet. Higher Low ist beendet. Und zwar am 31. Dezember. Wir haben ein kleines Micro-Higher Low dazugefügt. Sieht man hier, es ist höher. Auch ein perfektes V an der A. In dem Moment, wo wir hier fertig waren, ging es nach oben. Jetzt haben wir allerdings nicht mehr viele Alternativen für die bullische Version. Wir können jetzt noch sagen, wir könnten noch hier runtergehen, einen Breakout-Retest machen, also irgendwas bei $2,08 oder 6 Cent. Aber dann müssen wir nach oben gehen. Ja? Es gibt nicht mehr viel Platz. Sollten wir wieder unter diese Trendlinie fallen und vor allem sollten wir meiner Meinung nach, machen wir es einfach, sollten wir in die Nähe von $1,98 kommen. Letzte Version 2. Letzte Chance bei $1,46 zu bouncen. Für die Upside, alles über $2,46 ist bullish. Und ich glaube, alles über $3,51 sehen wir nicht mehr
weil wir schon im Gap-Up sind. Ja. Und ich sag's nur, wenn euch das nicht geheuer ist, spielt es nicht. Ja. Oder ich sag's nur für Optionen, unsere Gap ist hier bei 24,87 $. Das ist alleine nur mit Aktien ein 1000-prozentiger Move. Mit Optionen ist es ein 10.000-prozentiger Move. Also selbst wenn man nur $50 reinschmeißt. Ja? Zeitmäßig, wir sollten in den nächsten 1 bis 2 Monaten was sehen. Wenn nicht, sehen wir, ich glaube nicht, dass wir nichts sehen. Entweder wir sehen in den nächsten 1 bis 2 Monaten aufwärts oder wir sehen eine Downside. Aber ich glaube nicht, dass wir hier sideways weitergehen werden. Ja? Sage ich nur. Aber, wie gesagt, 100%iges Riskplay. Okay? Gut. Wie lang waren wir? Oh. Ich habe eigentlich gehofft, wir sind schneller als mit dem englischen Video. Okay. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt es mal ein Like. Erklärvideo fürs Fractal kommt hier hin. Playlist kommt hier hin. Und wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr mir ein Abo hinterlassen. Wir sehen uns nächste Woche.